Die Strafverfolgungsbehörden der Länder arbeiten unterschiedlich. In einigen Ländern kann man für das geringste Vergehen streng bestraft werden. In anderen, wie im heutigen Beispiel, gelangen brutale Mörder immer wieder unter normale Menschen und lösen deren Empörung, Hass und Angst aus. Alle, die Sonja Forsyth gut kannten, waren von ihrer Liebenswürdigkeit und Intelligenz beeindruckt. Es schien, als hätte ihr die Natur nichts vorenthalten. Sie war intelligent und für ihr Alter ungewöhnlich weit entwickelt. Trotz ihrer 13 Jahre unterschied sie sich von ihren Altersgenossinnen durch ihre Reife. Diese Eigenschaft schien sogar ein wenig im Widerspruch zu ihrem Image zu stehen. Dabei war sie sehr sentimental und zog den heimischen Komfort den typischen Teenager-Hobbys vor. Sonja begann schnell zu sehen, sobald sie ihre Familie auch nur für kurze Zeit verlassen musste. Sie lebte im Norden von Belfast, Irland. Ihre Mutter hieß Audrey. Anfang der 90er Jahre hatte die Frau einen neuen Mann und sie trennte sich vom leiblichen Vater des Mädchens. Neben Sonja hatte sie noch eine jüngere Tochter aus einer späteren Beziehung. Diese freundliche Familie lebte in der Sydney Street West. Dank ihres hübschen Aussehens beschloss die Mutter, Sonja in eine Modelschule für Mädchen zu schicken. Sie war überzeugt, dass ihre Tochter in diesem Bereich oder einem ähnlichen Bereich Karriere machen könnte. Obwohl die Schülerin eher häuslich war, hatte sie Freunde, knüpfte leicht Kontakte, hielt sich aber in einem begrenzten Kreis von Menschen, denen sie vertraute. An Wochentagen und Wochenenden ging Sonja oft weg, um sich mit ihnen zu treffen und Spaß zu haben, aber sie blieb nie lange weg und übernachtete nie bei ihren Freundinnen. Am 30. Juni 1991, zu Beginn des Tages, machte sie sich ebenfalls auf den Weg zu ihrer Freundin. Die Schülerin vereinbarte mit ihren Eltern, dass sie zum Abendessen zurück sein würde. Gegen 18 Uhr kam sie nach Hause, aß etwas und ging dann gegen 19 Uhr wieder weg, mit dem Versprechen, nicht lange wegzubleiben. Die Familie Forsyth schien keinen Grund zur Sorge zu haben. In ihrer Gegend war es immer ruhig und friedlich. Es gab keine Vorfälle. Doch dieses gemeinsame Abendessen mit Sonja sollte das letzte sein. Es war ein typischer Sommerabend. Das Mädchen sollte bald zurückkommen, da sie versprochen hatte, nur ein paar Stunden bei ihrer Freundin zu bleiben. Zur vereinbarten Zeit war sie immer noch nicht da. Die Mutter begann sich sofort Sorgen zu machen, geriet jedoch nicht in Panik. Es war untypisch für ihre Tochter, Versprechen nicht einzuhalten. Sie war immer sehr verantwortungsbewusst gewesen. Die Mutter versuchte, die Freundinnen anzurufen, zu denen die Schülerin gegangen sein könnte, aber sie konnte sie nicht finden. Es vergingen mehrere Stunden. Audrey konnte ihre Besorgnis nicht länger zurückhalten. Die Mutter wandte sich an die Polizei und meldete Sonja als vermisst. Die Polizeibeamten versuchten, sie mit den üblichen Ausreden zu beruhigen. Die Schülerin würde sicher bald zurückkommen, vielleicht sei sie nur bei Freunden. Die Frau wies all das zurück und bestand darauf, dass ein solches Verhalten ihrer Tochter überhaupt nicht ähnlich sei. Sie hatte das Gefühl, dass etwas Beunruhigendes passiert war. Glücklicherweise gelang es ihr, die Polizei davon zu überzeugen, Ermittlungen aufzunehmen. Noch in derselben Nacht wurde mit der Suche begonnen, aber in der Dunkelheit waren die Möglichkeiten begrenzt. Erst am Morgen, als es hell wurde, konnte die Polizei mit voller Kraft arbeiten. Der Teil der Stadt, in dem die Familie Forsyth lebte, war klein. Hier befanden sich Wohnkomplexe mit Wohnungen. Gerüchte verbreiteten sich sehr schnell. Auch ohne das kannten viele Sonja. Außerdem gab es hier keine Probleme mit Kriminalität, sodass das Verschwinden der 13-jährigen Schülerin schnell die Aufmerksamkeit aller Einwohner der Stadt auf sich zog. Einerseits führte dies zur Verbreitung verschiedener Gerüchte, was zu falschen Aussagen führen konnte, die die Ermittler nur in die falsche Richtung lenken würden. Andererseits bot es die Möglichkeit, dass Zeugen mit wertvollen Informationen sich bei der Polizei melden würden. Trotz des Risikos wandte sich die Familie an die lokalen Zeitungen. Die Geschichte von Sonjas Verschwinden geriet in den Fokus der Medien. Audrey stellte ein Foto der Teenagerin sowie eine detaillierte Beschreibung der Kleidung zur Verfügung, die ihre Tochter am 30. Juni 1991 beim Verlassen des Hauses getragen hatte. Die Schülerin mit dunklen Haaren und braunen Augen trug schwarze Jeans, einen burgunderroten Pullover und weiße Stiefel. Ihr auffälliges Aussehen sollte die Suche erleichtern. Dennoch gingen fast keine wertvollen Hinweise ein. Die örtliche Bevölkerung erfuhr schnell von dem Vorfall, aber es wurden nur sehr wenige Meldungen gemacht. Die Öffentlichkeit war verängstigt. Die Aktivität war so gering, dass die Ermittler am 18. Juli offen ihre Besorgnis über die Sicherheit der Vermissten äußerten. Selbst das half nicht weiter. Alle Hinweise wurden überprüft,
aber nichts Wichtiges gefunden. Die Angehörigen lehnten die Möglichkeit, dass die Schülerin weggelaufen sein könnte, ab. Sonja hatte keine Probleme mit ihrer Familie. Sie hatte ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrem Stiefvater. Sie war nicht konfliktreich und neigte nicht dazu, solche Vorfälle zu provozieren. Vor diesem schicksalhaften Tag, dem 30. Juni, war nichts dergleichen passiert. Das war untypisch für sie, ließ aber die Hoffnung aufrecht, dass mit dem Mädchen alles in Ordnung war. Die Polizei bestätigte dies, als die Mutter berichtete, dass sie ihrer Tochter kurz vor den Ereignissen ein ganzes Set neuer Kleidung gekauft hatte, das diese jedoch nie getragen hatte. Offensichtlich hatte sie nicht vor, wegzulaufen. Die Mutter der Vermissten wartete ungeduldig auf Neuigkeiten und erzählte den Ermittlern alles, was sie wusste. Die Ermittler überprüften Sonjas engstes Umfeld. Alle Bekannten aus dem engen Kreis der Teenagerin wurden befragt. Aber Freunde, Verwandte und Klassenkameraden hatten keine Ahnung, was passiert war. Die Freundinnen, zu denen die Vermisste nach dem Abendessen gegangen war, gaben an, dass sie nicht bei ihnen angekommen sei. Zu dieser Zeit hatte noch niemand ein Mobiltelefon, sodass sie nicht geortet werden konnte. Die Mädchen waren einfach spazieren gegangen und dann nach Hause gegangen. Nach dem Abendessen hatten sie sich nicht mehr gesehen. Ihre Aussagen wurden von Zeugen bestätigt. Abgesehen von der Präzisierung der Zeitabstände lieferten diese Informationen keine neuen Hinweise. Bereits im Juli wurde vermutet, dass Sonja entführt worden sein könnte. Bis dahin gab es jedoch noch keine Lösegeldforderungen an die Familie. Je mehr Zeit verging, desto geringer wurde die Hoffnung, die Schülerin lebend zu finden. Es wurde eine Sonderkommission gebildet, der die erfahrensten Ermittler und Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden angehörten. In erster Linie wurden Personen ausgewählt, die sich mit Entführungen auskannten. Mehrere Suchteams, zahlreiche Freiwillige und sogar Hundestaffeln mit speziell ausgebildeten Hunden durchkämmten das Stadtgebiet. Doch dies blieb ohne Ergebnis. Man beschloss, das Suchgebiet auszuweiten. Nun waren neben den Straßen Belfasts auch andere Gebiete, die Vororte, von Interesse. In dieser Zeit wurden mehrere weitere offizielle Erklärungen abgegeben. Die Strafverfolgungsbehörden waren überzeugt, dass Sonja nicht einfach von zu Hause weggelaufen war, sondern entführt worden war. Am 19. Juli hatten die Polizisten eine neue interessante Theorie. Kurz vor dem Verschwinden des Mädchens hatten sich die Marschkapellen von Belfast zu einer kleinen Themenreise nach Schottland versammelt. Nach Angaben ihrer Angehörigen hatte Sonja immer großes Interesse an ihnen gezeigt. Am Tag ihres Verschwindens reisten etwa 60 Orchestergruppen nach Schottland, um dort an einem Musikfestival teilzunehmen. Es wurde vermutet, dass Sonja mit ihnen mitgereist sein könnte. Es war seltsam, dass das Mädchen niemanden informiert hatte und ohne Habseligkeiten verschwunden war, aber alle klammerten sich an diese Geschichte wie an einen letzten Strohhalm. Als diese Version aufkam, waren die meisten Musiker bereits nach Hause zurückgekehrt. Sonja war nicht unter ihnen. Es wurde erwartet, dass die übrigen innerhalb weniger Tage eintreffen würden. Die Familie nahm diese Theorie bereitwillig an, in der Hoffnung, dass dies zur Auffindung der Vermissten führen würde. Abgesehen von dem lebhaften Interesse der Teenagerin an Marschkapellen, war Schottland ein echter Magnet für junge Leute. Umso mehr in dieser Zeit, in der dort zahlreiche Auftritte und Musikveranstaltungen stattfanden. Obwohl ein solches Verhalten für das Mädchen untypisch war, wartete die Mutter hoffnungsvoll auf die Rückkehr der Fähre aus Schottland. Nach Ansicht der Ermittler war dies die letzte Fähre, mit der die Vermisste gereist sein konnte. Die an der Suche beteiligten Teams kontrollierten alle Zufahrtswege und überprüften die Personen, die im Hafen ankamen. Leider waren alle Hoffnungen vergeblich. Sonja war nicht auf dieser Fähre. Trotzdem wurden Gerüchte, dass die Teenagerin von zu Hause weggelaufen sein könnte, um sich in Schottland zu amüsieren, von der Öffentlichkeit bereitwillig aufgegriffen. In den folgenden Tagen meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei. Die Leute gaben an, in einer schottischen Küstenstadt, etwa 20 Kilometer von Belfast entfernt, ein Mädchen gesehen zu haben, das Sonja sehr ähnlich sah. Die Familie Forsyth und die Polizei schöpften erneut Hoffnung, dass die Schülerin noch am Leben war. Diese Hinweise wurden überprüft, aber es konnten keine Beweise für diese Theorie gefunden werden. Die Ermittler konnten überhaupt nicht bestätigen, dass Sonja jemals in dieser Gegend gewesen war. Die Suchmannschaft durchkämmte weiterhin die Gegend um Belfast. Am 23. Juli erklärte der Leiter der Operation, dass Schenkel, Woodvale und Old Park vollständig abgesucht worden seien, aber es habe keine neuen Hinweise gegeben.
Sonja schien wie vom Erdboden verschluckt. Zur gleichen Zeit wurde eine Plakatkampagne in verschiedenen Stadtteilen von Belfast durchgeführt. Leider konnten auch diese keine wertvollen Informationen liefern. Die quälenden Wochen der Stille wurden zu Monaten des Wartens und der Angst. Audrey musste irgendwie weiterleben, ohne zu wissen, was mit ihrer ältesten Tochter geschehen war. In dieser Zeit konzentrierte sich die Mutter auf ihr jüngstes Kind, um sich irgendwie abzulenken. Das half natürlich nur wenig. Obwohl bis Januar 1992 keine Informationen über Sonja eingegangen waren, hoffte die Frau immer noch, dass ihre Tochter am Leben war und einfach weggelaufen war. In einem weiteren Fernsehauftritt erklärte Audrey, dass sie fast jede Nacht denselben Albtraum habe. Ein Ermittler klopfe an ihre Tür und bitte sie, zur Leichenhalle zu kommen, um eine gefundene Leiche zu identifizieren. Mögliche Zeugen schwiegen. Es gab nicht einmal falsche Hinweise für die Suche, nur Stille. Die Mutter hoffte, zu Neujahr eine Karte oder einen Brief zu erhalten, in dem ihre Tochter ihr mitteilte, wo sie war und was ihr zugestoßen war. Doch auch diese Hoffnungen erwiesen sich als vergeblich. Schließlich, Ende Januar 1992, gab es neue Informationen. Die Eltern und ein 15-jähriges Mädchen, dessen Name aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben wurde, wandten sich an die Polizei. Sie gab an, Opfer eines ganzen Netzwerks von Kinderschändern geworden zu sein. Die Aussage der Jugendlichen war Anlass für eine der größten Ermittlungen wegen Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in der Geschichte Nordirlands. Das Opfer gab an, dass es in der Gegend von Belfast mehrere Häuser gebe, die regelmäßig für die Vergewaltigung von Kindern genutzt würden. Sie berichtete von mehreren Männern im fortgeschrittenen Alter, die an einer ganzen Reihe von Straftaten beteiligt gewesen seien. Dies habe sich über einen Zeitraum von etwa 1 und 1,5 Jahren erstreckt. Der Zeitraum deckte sich mit dem Verschwinden von Sonja. Eines der Häuser, von denen das Mädchen sprach, lag nur wenige 100 Meter von dem Ort entfernt, an dem sie sich mit ihren Freundinnen treffen wollte. Mehrere Zeugen gaben an, sie dort gesehen zu haben. Als die Ermittler eintrafen und eine Durchsuchung durchführten, fanden sie zahlreiche Fotos von nackten Mädchen sowie weitere Beweise, die die Aussage der 15-Jährigen bestätigten. Ein 53-jähriger Mann wurde wegen Vergewaltigung 2 Schülerinnen festgenommen. Der Verdacht, dass er die Gewalt gegen Minderjährige systematisch begangen habe, konnte jedoch nicht bestätigt werden. Die übrigen Verdächtigen wurden überprüft und freigelassen. Die mögliche Beteiligung des Festgenommenen am Verschwinden von Sonja wurde sorgfältig geprüft. Die Verbrechen des Kinderschänders erregten noch mehr Aufsehen als das Verschwinden von Sonja. Man ging davon aus, dass auch sie Opfer dieser Verbrecher geworden sein könnte. Eine Nachbarin des Verurteilten gab an, die Vermisste an dem verhängnisvollen Tag in der Nähe seines Hauses gesehen zu haben. Der angegebene Zeitpunkt stimmte jedoch nicht mit dem Zeitpunkt des Verschwindens der Schülerin überein. Die Nachbarin konnte nicht bestätigen, dass sie am Tag ihres Verschwindens hier gewesen war. Die Vermutungen wurden überprüft. Trotz aller Bemühungen der Ermittler konnte keine Verbindung zu Sonja hergestellt werden. Die Ermittlungen waren wieder am Anfang angelangt. Die qualvollen Monate für Audrey wurden zu Jahren. Erst 1996 gab es einen Durchbruch. Im März gaben die mit dem Fall befassten Strafverfolgungsbehörden bekannt, dass sie beschlossen hatten, den Fall der vermissten Schülerin erneut aufzurollen. Die Akten wurden wieder hervorgeholt, die spärlichen Beweise erneut analysiert, alte Zeugen gesucht und befragt. Einer der Gründe für die verstärkten Bemühungen der Behörden waren neue DNA-Analysemethoden, die zuvor nicht verfügbar waren. Man ging davon aus, dass bei den ersten Ermittlungen etwas Wichtiges übersehen worden war, und das konnte nun überprüft werden. Am 19. März 1996, gegen 1 Uhr nachts, ging bei der Rettungsdienstzentrale in Belfast ein Notruf ein. Eine verängstigte Zeugin meldete einen Brand in einer Wohnung in einem Wohnkomplex, der nur wenige 100 Meter vom Haus der Forsyths entfernt lag. Das Feuer alarmierte alle Anwohner, die mit Entsetzen das Geschehen beobachteten. Innerhalb weniger Minuten traf die Feuerwehr ein. Es gelang, das Feuer einzudämmen, bevor es auf benachbarte Gebäude übergriff. Tatsächlich wurde niemand verletzt, und der Schaden durch diesen Vorfall war minimal. Interessanterweise kam die Feuerwehr nach der Untersuchung der Wohnung zu dem Schluss, dass es sich nicht um einen Zufall handelte, sondern wahrscheinlich um Brandstiftung. Von den Nachbarn wurde niemand verletzt, aber die Wände waren verbrannt und die Etage war mit Rauch gefüllt. Nach dem Einsatz der Feuerwehr waren Reparaturen erforderlich, aber der Schaden blieb begrenzt. Die Wohnung war vermietet.
Die Eigentümer wurden über den Vorfall informiert und kamen am nächsten Tag, um die Wohnung zu renovieren und weiter zu vermieten. Wo sich der Mieter befand, wussten sie nicht. Im Großen und Ganzen war nichts Besonderes passiert. Die Einrichtung und ein Teil der Möbel mussten ausgetauscht werden. Während dieser Arbeiten beschlossen die Eigentümer, das gesamte Gelände zu inspizieren und bemerkten einen alten Kohlebunker, der sich im hinteren Teil des Innenhofs befand. Von außen sah alles wie gewohnt aus. Allerdings bemerkten sie, dass an einer unauffälligen Stelle ein zusammengerollter Teppich stand. Dieser Gegenstand gehörte den Eigentümern der Immobilie, war aber vor geraumer Zeit verschwunden, weshalb sie beschlossen, ihn mitzunehmen und zu reinigen, bevor sie ihn wieder auf den Boden der Wohnung legten. Als sie ihn ausrollten, wurde ihnen klar, dass dies eine schlechte Idee war. Darin befand sich die Leiche eines Menschen ohne Kleidung, nur mit Socken bekleidet. Die Überreste waren in einem schlechten Zustand. Die Polizei wurde sofort zum Tatort gerufen und nahm den schrecklichen Fund zur gerichtsmedizinischen Untersuchung mit. Es war sofort klar, dass es sich um ein Opfer eines Gewaltverbrechens handelte, da der Schädel an mehreren Stellen eingeschlagen war. Die Untersuchung bestätigte, es handelte sich um die Knochen der vermissten Sonja. Durch einen Abgleich des Zeitpunkts des Verschwindens und der Angaben der Vermieter stellte sich heraus, dass zum Zeitpunkt des Verschwindens der Schülerin der 24-jährige James Craig hier gewohnt hatte. Im Jahr 1991 wurde der junge Mann 19 Jahre alt. Er hatte keine Probleme mit dem Gesetz, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Er konnte in England aufgespürt werden. Der junge Mann war vermutlich unmittelbar nach der Brandstiftung in seiner gemieteten Wohnung nach Liverpool geflohen. Am 2. April begab sich die Polizei dorthin, um den 24-Jährigen festzunehmen. Die Ermittler fanden heraus, dass er zum Zeitpunkt des Verschwindens von Sonja in dieser Wohnung gelebt und in einem Geschäft in der Nähe gearbeitet hatte. Das Geschäft gehörte seiner Mutter. James gestand die Tat nicht, daher befragten die Ermittler Nachbarn und Vermieter der Mietwohnung. Sie lieferten wertvolle Informationen. Eine Nachbarin berichtete, dass sie in der Nacht von Sonjas Verschwinden ein Mädchen gesehen habe, das ihr ähnlich sah. Sie unterhielten sich und rauchten auf der Straße. Aufgrund des erheblichen Altersunterschieds wirkte das Paar sehr ungewöhnlich, weshalb die Frau sie lange beobachtete und durch das Fenster sah, wie das Mädchen die Wohnung von James betrat. Durch das Fenster sah die Nachbarin, wie die jungen Leute sich auf das Sofa setzten und miteinander redeten. Was später in der Wohnung geschah, blieb zumindest bis zu diesem Zeitpunkt ein Rätsel, da James wenige Minuten später die Vorhänge zuzog. Die anderen Nachbarn gaben an, dass sie seit Jahren einen unangenehmen Geruch wahrnahmen, aber dessen Quelle nicht finden konnten. Sie vermuteten, dass eine defekte Kanalisation oder schlechte Wasserleitungen daran schuld waren. Mehrmals wurde ein Klempner gerufen, aber es gelang nicht, den Ursprung des üblen Geruchs zu finden. Die Menschen wussten einfach nicht, wie verwesendes menschliches Fleisch riecht. So konnte die Leiche so lange versteckt bleiben, bis sie fast vollständig verwest war. James Craig hatte zuvor mehrfach mit der Polizei gesprochen. Er bestand darauf, dass er nichts mit dem Verbrechen zu tun habe, nie einen unangenehmen Geruch wahrgenommen habe und keine Ahnung habe, was mit Sonja Forsyth passiert sei. Die Leitung der örtlichen Polizeidienststelle fand heraus, dass eine Suchgruppe 2 Wochen nach dem Verschwinden der Teenagerin das Gelände dieses Hauses durchsucht hatte. Es war unklar, wie man einen so starken, spezifischen Geruch übersehen konnte. Warum konnte man die in einen Teppich gewickelte Leiche nicht finden? Auf die Frage, wie man die Leiche übersehen konnte, erklärte der Leiter der Suchgruppe, dass zu diesem Zeitpunkt, als die Häuser und das umliegende Gebiet in dieser Gegend durchsucht wurden, alle dachten, Sonja sei noch am Leben und nicht nach der Leiche gesucht hätten. Man habe den Geruch einfach nicht beachtet und dem Jungen geglaubt. Möglicherweise war der Geruch zu diesem Zeitpunkt noch nicht so stark, obwohl das zweifelhaft klingt, da es sich um den Sommer handelte, in dem die Verwesung am schnellsten voranschreitet. Die Wohnung und das Gelände um diese Häuser wurden mehrmals untersucht. Die Ermittler sprachen sogar mit James Craig. Er gab zu, Sonja an dem Abend gesehen zu haben, als sie verschwand. Eine Nachbarin hatte ebenfalls bereits eine Aussage gemacht, dass sie die Vermisste gesehen habe, aber aus irgendeinem Grund schenkte niemand dem Beachtung. All dies ähnelte der üblichen Nachlässigkeit der Polizei. Der Hauptverdächtige bestritt, dass das Mädchen seine Wohnung betreten habe. Niemand hatte vor, seine Aussage zu überprüfen. Der Mann gab geschickt vor, besorgt über das Verschwinden des Mädchens zu sein, half bei der Suche und interessierte sich aktiv für Neuigkeiten über den Stand der Ermittlungen,
wenn Verwandte der Vermissten in den Laden kamen, in dem er arbeitete. Außerdem versorgte er sie mit Süßigkeiten. Als die Ermittlungen 1996 wieder aufgenommen wurden und die Leiche noch nicht gefunden worden war, wurde der junge Mann erneut von den Strafverfolgungsbehörden befragt, als einer der Zeugen. Die Ermittler waren hartnäckiger. Niemand zweifelte mehr daran, dass Sonja tot war. Dennoch gelang es ihm erneut, den Verdacht von sich abzulenken. Allerdings hatte dies zur Folge, dass der junge Mann in Panik geriet, ein Feuer legte und anschließend nach Liverpool floh, in der Hoffnung, seine Spuren verwischen zu können. Er beging einen Fehler, denn durch das Feuer erregte er noch mehr Aufmerksamkeit, wodurch die Leiche des Opfers gefunden werden konnte. Ende März 1996 wurde in 2 Schränken in der Wohnung Blut gefunden. Später ergab die Analyse, dass es von der Verstorbenen stammte. Das bedeutet, dass sich das Mädchen eine Zeit lang dort aufgehalten hatte. Der Teppich, von dem die Vermieter berichtet hatten, war auf mysteriöse Weise verschwunden, kurz nachdem Sonja verschwunden war. Außerdem wurde ein Metallschürhaken mit verdächtigen Spuren gefunden. Nach einer Untersuchung wurde bestätigt, dass es sich um Sonjas Blut handelte. Warum die Polizei das Gelände um die Wohnung nicht untersuchte und sich nur auf die Durchsuchung der Wohnung beschränkte, blieb ein Rätsel. Hätte der Mörder die Brandstiftung in der Mietwohnung nicht organisiert, wäre der Fall möglicherweise bis heute unaufgeklärt geblieben. James wurde verhaftet und wegen Mordes an Sonja angeklagt. Nachdem die Überreste sorgfältig untersucht worden waren, wurden sie den Angehörigen übergeben. Etwas mehr als 2 Wochen nach dem Fund des Teppichs konnte die Familie endlich die Leiche beisetzen. All dies war ein echter Schock für Audrey, aber auch eine Art Erleichterung, da sie endlich erfuhr, was mit ihrer ältesten Tochter geschehen war. Die meisten Angehörige von Vermissten geben an, dass es psychisch viel schwerer ist, in Ungewissheit zu leben, wenn man nicht weiß, was mit einem geliebten Menschen passiert ist. Nach diesen Ereignissen konnte die Familie Forsyth nicht mehr in ihrem alten Haus weiterleben, in dessen Nähe Sonja ermordet worden war. Hier gab es zu viele Erinnerungen an die Verstorbene, deshalb zogen sie um. Am 21. April 1988 stand James Craig wegen des Mordes an Sonja vor Gericht. Der Staatsanwalt schilderte seine Version der Ereignisse. Diese Informationen waren sehr schwer zu beschaffen, was den Prozess in die Länge zog. Es gab zu wenige Beweise, sodass die Informationen Stück für Stück zusammengetragen werden mussten. Sonja war an diesem schicksalhaften Abend auf dem Weg zu einer Freundin, als sie einen älteren Jungen traf, James, der ihre Aufmerksamkeit erregte. Sie rauchten eine Zigarette, und der junge Mann lockte sie zu sich nach Hause. Dort griff er sie an. Vermutlich vergewaltigte er das Mädchen, was das Motiv für die Tat war. Leider war der Zustand der Überreste so schlecht, dass diese Theorie nicht eindeutig bestätigt werden konnte. Anschließend wurde die Schülerin mit einem Schürhaken zu Tode geprügelt. Sie wies Schädel-, Gesichts- und Kieferbrüche auf. Nachdem der Mörder sie zu Tode geprügelt hatte, versteckte er die Leiche zunächst in einem Schrank. Erst danach wickelte er sie in einen Teppich und versteckte sie in einem Kohlebunker im Innenhof des Hauses. Angesichts der lange zurückliegenden Tat gab es kaum direkte Beweise gegen den Mann. Dank der Zeugenaussage hatte die Staatsanwaltschaft jedoch keinen Zweifel daran, dass James Craig diese schreckliche Tat begangen hatte. Die Ermittlungsgruppe deckte zahlreiche Fakten auf. Interessanterweise wurde die Nachlässigkeit der Polizei kaum publik gemacht und blieb ungestraft. Die Anklage wurde vor Gericht von einem Gerichtsmediziner vertreten, der die Leiche, den Teppich und den Schürhaken aus der Wohnung untersucht hatte. Er stimmte zu, dass die Spuren am Schädel des Opfers mit der Form dieses Werkzeugs übereinstimmen. Trotz der überzeugenden Beweise bestand Craig darauf, dass er Sonja nicht getötet habe. Der junge Mann gab jedoch zu, dass er sie in der Nacht ihres Verschwindens zufällig auf der Straße getroffen habe und sie ihn um eine Zigarette gebeten habe. James lehnte nicht ab und sie kamen ins Gespräch. Sie wohnten in derselben Gegend, sahen sich gelegentlich, aber sie hatten keinen Kontakt, daher kannte er nicht einmal ihren Namen. Der Angeklagte gab zu, dass Sonja ihn danach in eine Bar auf der anderen Straßenseite begleitet hatte. Dort kaufte er Zigaretten für seine Mutter und ein paar Dosen Bier für sich. Er stimmte den Aussagen der Nachbarin zu, die sie angeblich vor der Wohnung gesehen hatte. In dieser Zeit rauchten sie noch eine Zigarette. Der Mann gab an, dass Sonja ihn von der Bar zurückbegleitet habe, bestritt jedoch, dass das Mädchen seine Wohnung betreten habe. Der Angeklagte behauptete, er habe sich nach ein paar Minuten von ihr verabschiedet und Sonja später in Begleitung 2 anderer Mädchen gesehen,
die auf dem Fensterbrett eines verlassenen Hauses in der Nähe saßen. James konnte das Vorhandensein des Blutes des Opfers in der Mietwohnung, in der er lebte, nicht erklären. Nach Ansicht der Anklage log der Angeklagte, da der Gerichtsmediziner die Blutflecken in der Wohnung mit den DNA-Proben der Eltern des Mädchens in Verbindung bringen konnte. Die Spuren, die im Schrank und auf dem Teppich gefunden wurden, in den die Leiche gewickelt war, waren identisch und stimmten auch mit den DNA-Profilen der leiblichen Eltern des Opfers überein. Das Gerichtsverfahren zog sich über 2 Wochen hin. Glücklicherweise fällten die Geschworenen ihre Entscheidung viel schneller. Sie brauchten nur eine halbe Stunde, um James Craig des Mordes an Sonia Forsyth für schuldig zu befinden. In der letzten Phase der Verhandlung war der Gerichtssaal überfüllt. Alle wollten gerechte Vergeltung. Jemand aus dem Publikum rief James zu: »Brenn in der Hölle!« Die Menschen waren schockiert von seiner Grausamkeit und Gleichgültigkeit gegenüber dem Geschehenen. Ein Mann, der Töchter hatte, wollte sich auf den Verbrecher stürzen. Nur seine Freunde, die ihn in den Gerichtssaal begleitet hatten, konnten ihn davon abhalten. James wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, was eine angemessene Strafe war. Nach der Urteilsverkündung gab einer der Ermittler, der sie zum Verschwinden der Schülerin geführt hatte, zu, dass ihnen tatsächlich einige Fehler unterlaufen waren. Die Fehler hingen damit zusammen, dass Sonia ursprünglich als vermisst und lebendig galt. Außerdem wurde dem Gebiet um die Wohnung, in der Jahre später ein Teppich mit den Überresten gefunden wurde, nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Leider war die Geschichte des Verbrechers damit noch nicht zu Ende. Zur allgemeinen Empörung wurde James 2019 aus dem Gefängnis entlassen. Er zog in ein Wohnheim für ehemalige Straftäter in Portadown. Nach dem Mord an Sonia begann ihre Mutter Audrey, eine Seite in den sozialen Netzwerken zu betreiben, sobald diese populär wurden. Im Jahr 2019 schrieb die Frau, dass sie jeden Jahrestag des Todes ihrer ältesten Tochter nur schwer überstehen könne. In diesem Jahr war es jedoch noch schwerer. Der brutale Mörder, der diese blutige Tat begangen hatte, war auf freiem Fuß. Sie war entsetzt darüber, dass nun alle Menschen in seinem Umfeld in Lebensgefahr schwebten. Die Frau nahm in ihren Veröffentlichungen kein Blatt vor den Mund. Interessanterweise war die Geschichte damit noch nicht zu Ende. Nur 2 Jahre später wurde James Craig erneut verhaftet. Es konnte aufgeklärt werden, dass er Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre 2 Mädchen angegriffen hatte, die zu diesem Zeitpunkt noch keine 9 Jahre alt waren. Er griff sie an und versuchte, sie an fast derselben Stelle zu vergewaltigen, an der er Sonia Forsyth ermordet hatte. Für dieses Verbrechen erhielt James sogar eine noch mildere Strafe. Das Gericht verwies darauf, dass die Taten begangen worden waren, bevor er für den Mord an Sonia verurteilt worden war, sodass sie nicht als Rückfall gewertet werden konnten. Es gab noch weitere junge Opfer dieses Unmenschen, die er in der Wohnung, in der er Sonia ermordet hatte, belästigt und sogar vergewaltigt hatte. James bestritt jedoch alles. Aufgrund fehlender Beweise konnte er für diese Taten nicht zur Verantwortung gezogen werden. Nur 2 Jahre später war der Mörder wieder auf freiem Fuß. Die Familie Forsyth erfuhr davon am 32. Jahrestag des Mordes an ihrer Tochter. Ihre Schwester Nikki war zu diesem Zeitpunkt bereits eine erwachsene Frau. Sie erklärte, dass es ihr unangenehm sei, daran zu denken, dass dieser Mann frei auf den Straßen von Belfast herumlaufe. Die Schwester bestand darauf, dass alle, die James sehen, sich von ihm fernhalten und ihn nicht in die Nähe ihrer Kinder lassen sollten. Ihrer Meinung nach würden die Strafverfolgungsbehörden ohnehin niemanden retten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.